Hallo zusammen, heute geht's mal an die Antriebswellen. Ich mache da nicht lange rum, ich schneide die Dinger einfach durch, ziehe sie dann raus und mal gucken, dass ich sie dann wieder zusammenschweiße. Ich gebe mir doch die Arbeit und die Mühe nicht, das Ding extra auszubauen. Die werden rausgesägt und damit hat sich der Fall. Warum so groß da rummachen? Ja, so ihr Leute, das mit der Säge war jetzt nicht die beste Idee. Die Säge ist total im Arsch, die kannst du für gar nichts mehr gebrauchen. Und da musste ich halt doch ran. Die eine Seite habe ich schon gemacht, aber jetzt gucken wir erstmal, was wichtig ist, bevor wir hier noch loslegen. Die Schraube da, von der Aufhängung. Na, wo ist es da? Da. Die macht ihr auf jeden Fall raus. Es macht keinen Sinn, wenn ihr seht, wie andere das machen, das einfach rausreißen, vergisst es, Lagerschaden kaputt, könnt ihr das ganze Ding ersetzen. Das haben wir schon mal rausgekloppt da. Dann, Stoßdämpfer, wo ist das Teil dann? Was man muss? Ich lasse wegdrehen, so. Ich sage mal. In die Kamera, ne? Genau. Der Stoßdämpfer ist auch schon los, aber jetzt gehe ich erst mal da hinten dran, da gehen wir jetzt mal dran, machen die ab. Ich glaube 10er waren es. Ja, aber Thomas ist auch mal gerade hier, der will das ganz kontrollieren, damit ich das auch richtig mache. Das stimmt gar nicht so, ich will hier gar nichts kontrollieren. Doch, das stimmt. Doch, das stimmt, der will immer kontrollieren, damit das ja auch richtig gemacht wird. Nee. Doch, doch. Ist ja auch egal, jetzt machen wir es dann erstmal ab. Ja, 10er Schlüssel und die Ratsch mal. Habt ihr mal Ratsch gesehen irgendwo? Hallo? Ihr seid mir Zuschauer, nicht immer sagen, wo die Ratsch liegt. Also. Ja, haben sie bestimmt versteckt. Ja, ja, die machen das immer extra. Ja, das kenne ich schon von denen, weißt du. Da kennst du die besten Tipps und werden denen zuerst verstecken, sind das Werkzeug und dann siehst du ziemlich angeschissen aus. Na, das ist eine 10er, ich brauche ja einen neuen Ersatz. Jetzt müsste ich das mal einfinden. So, was haben wir denn hier? Eine 10er, das ist doch mal was. Das heißt auch für dich jetzt gesagt, dass du das erstmal hochgebuckt hast. Ach ja, das zeige ich euch nachher auch mal. Spektakulär aufgebuckt. Und wie hier ein paar Steine und wahre Heber und alles, was man so gefunden hat, um das Ding irgendwie hochzukriegen. Die Teile musste ich noch bei Bekannte organisieren. So, die Schraube, ich dachte, da komme ich nicht ran, wegen dem scheiß Gummi, aber das scheint zu gehen. Gucken wir mal, dass wir alle loskriegen. Also eins kann ich euch sagen, Leute, auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht schwer, aber nur dann nicht, wenn ihr dann auch hier so eine alte habt. Bei der anderen, bei der C81, glaube ich, ist das Ganze ein bisschen, und bei der C80 ein bisschen schwieriger, weil da wahrscheinlich die Ölpumpe im Weg ist. Nee, die ist ja auf der Seite. Nee, Quatsch, der Tacho ist im Weg. Nee, der ist auch auf der Seite. Hier. Ja, wenn du einen hast, wäre er im Weg. Ja, sag ich ja, der ist dann im Weg, weil die haben den ja prinzipiell. Die Pumpe sitzt ja hinter dem Differential. Aber die haben doch alle einen Tacho, die neuen, oder nicht? Ja, ja. Siehst du, dann ist das im Weg. Die Weil alte, hier, manche alte haben auch einen Tacho und da ist aber nur ein Deckel drauf. ja, der ist aber nachgerüstet dann, oder? Nee, das ist ja standardmäßig, ist das Loch da, aber das ist entweder zu, weil kein Tacho verbaut ist, bei gewissen Baujahren, oder zum Nachrüsten, wie auch immer. Naja gut, okay, weil die hat ja gar nichts hier. Weil du könntest ja einen drin machen, aber wenn, dann müsstest du den ja auch rausmachen, das Ding, wenn du den Motor ausbauen willst. Das hast du dir schon mal gespart. Blöd komme ich dran, das ist saublöd, aber das geht schon. Die Schraube sitzt nämlich zu arsch am Gummi dran. Und da muss ich gucken. Muss ich nachher wahrscheinlich dann so rausdrehen, dass alles ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube mal, da kommt sowieso dann auch hier das Zeug neu drauf, weil das macht ja keinen Sinn. Das ist zwar okay, aber ob es jetzt wirklich Sinn macht, alte Zeug wieder drauf zu machen, ich weiß nicht. Wenn ich schon mal rausbaue, den ganzen Scheiß, dann machen wir es neu und damit hat sich's. Und jetzt kommt halt die Fastenzeit, Leute. Viel Essen ist nicht mehr. Die Arbe frisst mich auf. Die Arbe zerfleischt mich. Ja, das ist blöd, aber ich glaube, ich kriege sie so raus.
Ja, aber das ist immer kostspielische Angelegenheit. Ja. Entweder motzen die Leute die auf, also jetzt optisch gesehen zum Beispiel, das kostet auch alles ein Heidegeld. Oder es geht halt auch mal was kaputt, wenn es eine ältere ist, oder muss dann was neu gemacht werden. Das kostet halt Geld. Aber am Ende, ich meine, immer noch alles billiger wie ein Auto. Das ist wohl wahr. Weil wenn du heute mit dem Auto allein in die Werkstatt fährst und TÜV steht an oder irgendwas und lässt es von der Werkstatt machen, dann bist du da 500, 600 Euro los mit TÜV und so. Ja, wobei ich nicht wissen will, was die Reparatur kostet hier. Ja, wenn du das machen lassen müsstest, hier sowas, das wäre wahrscheinlich uninteressant. Weil da wärst du vielleicht locker mal 2000 Euro. Ich glaube, die einzigen Bekloppte. Den ganzen Motor revidieren alles und die Arbeitskosten, die Stundenlohn noch, da bist du garantiert 2000 Euro los. Ich glaube, die einzige Bekloppte, die das auch wirklich immer machen, sind die Deutschen. Die Italiener, die stellen das Ding an Straßenrand und das war's. Ja. Kostet darüber ja auch nichts, wenn du mal guckst. So eine Harpe bei den Italienern habe ich gesehen, schon 300-400 Euro. Und hier Preise, dass dir bald alles aus dem Gesicht fällt. Ja, hier ist halt die Steuer. So. Ja, das ist auch der Deutsche ist halt so, für den ist das ein Kultfahrzeug. Und das wird natürlich dann auch. Aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon TÜV haben in Italien oder was für Zweitakt. Weißt du, da war das ja auch im Gespräch, ob die das schon haben oder nicht, weil die jetzt alle da, die Italiener, alle ihre Harpe abstoßen, verstehst du? Ja. Weil es so viele Gebrauchte da gibt auf dem Markt, also keine Ahnung, irgendwas stimmt ja da auch nicht. Vielleicht haben die da schon TÜV und die kennst du ja, die haben ja alle nicht den Originalzylinder, das würde ja da gar keinen Sinn machen in Italien. Da kennst du ja nirgends hin, mit Beladen und alles. Und dann ist das für die nicht mehr interessant. Aber also die kleinen, die 50er jetzt. Aber was mich ja fasziniert hat, wo ich gestern gesehen habe, die neue Harpe, die von Fiat gebaut wird. Aber, ach du Scheiße, nee. Weißt du, das ist schon heftig, ja. Das hat ja mit der Harpe nichts zu tun. Nee, das ist irgendwie, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Wenn ich Harpe fahre, dann will ich den Sound, den Motor hören, das Gefühl haben, weißt du, dafür und nicht in irgend so Elektro. Ach, ist die auch noch elektrisch? Weißt du? Ist die auch noch elektrisch da von Fiat oder was? Ja. Ach, hör doch auf. Weißt du, da will ich ja den Sound hören, da will ich das Gefühl haben, da will ich, dass es überall vibriert und knattert und knarrt und quietscht und macht. Nee, das Elektrische mag ich sowieso. Das hast du ja bei den elektrischen Dingern nicht, da hast du irgendwo höchstens elektrisches Problem. So ölige Finger, da ich die dämliche Schrott nicht abkriege. Nee, das Elektrische mag ich auch nicht, das ist nichts. Irgendwo ist das mit der Schrauberei ja auch ein bisschen Spaß. Ja, es ist nicht alles Spaß, ich werde mit dem Motor wahrscheinlich noch... Wenn man das gesundheitlich einigermaßen kann, ist das okay, dann ist das ein Riesenspaß. Aber und auch, ja, am Ende hat man ein riesen Erfolgserlebnis, wenn es wieder läuft. Man kann da, an den Dingen kannst du auch wirklich noch schrauben. Das kannst du ja an Autos heutzutage selber gar nicht mehr. Nee. Das ist elektronisch gesteuert und da ein Sensor und da ein Ding und da das. Ja, wenn ich nicht so ölige Finger hätte, wäre das auch schon draußen. Wenn da irgendein kleines Problem ist, läuft alles gleich auf Notlauf. Das ist alles. Jetzt muss ich mal nach der da unten gucken, weil die habe ich noch nicht gelöst, da ist der Gummi wieder dazwischen. Auf der anderen Seite musste ich dafür noch die 10er Schlüssel ansetzen, aber vielleicht kriege ich es dahin. Ja, ist halt schon ein riesen Spaßfaktor. Ja, wenn sie wieder läuft. Wenn du das auch gesundheitlich kannst, ja. Weil ständig da drunter liegen oder irgendwas ist halt auch nur für die Leute, die wirklich mit dem Rücken kein Problem haben und. Da musst du gern gesund sein. Und die scheint zu wollen. Ja, ich denke, die Achsmanschette kommen auch neu drauf, weil das macht ja alles keinen Sinn, die hat ja sowieso gedroppt. Und dann bleibt es halt immer eine Weile auseinandergebaut. Den Motor nehme ich dann mit heim, da habe ich abends wenigstens dann ein schönes Puzzlespiel. Vielleicht kriege ich es ja hin, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber so schwer kann es im Endeffekt nicht sein. Also das mit den Achsmanschetten und alles habe ich mir ehrlich gesagt auch schwerer vorgestellt. Wenn man da so einige Videos guckt,
musst da vorne dann diese Einheit auseinanderbauen, halt, dass du das rauskriegst. Ja, Also, der aber blöde das ist Gummi. jetzt auch, wer sich da getraut, einen Motor auseinanderzunehmen, verstehst du, der kann auch, für den ist das auch Spielerei. Was? Weil dann diese Antriebseinheit auseinanderzubauen, um die Achsmanschetten zu wechseln. Ja, das sollte dann, also wenn du einmal den Motor durchblickt hast, glaube ich, hast du keine Sorgen mehr. Dann sollte eigentlich alles erledigt sein. Alles lächerlich. Ja, ich sag ja, ein bisschen Panik habe ich jetzt nur vom Zerlegen. Aber ich bin da mal einigermaßen guter Hoffnung. Den Flugzug, den musst du ganz da rausjodeln, gell? Ja, ja. Weil so geht's noch nicht. Ich erst mal gucken, wo das Simmering sitzt, wenn ich nur drankomme. Wenn du nämlich sonst heimfährst mit deinem Einkaufswege und dem Motor und dann hängst du super. die Arbeit. Der sitzt da auch blöd jetzt. Mal gucken, ob ich ihn drehen kann. Vorhin den anderen musste ich auch drehen, damit er lustiger ist. Na, kriegen wir irgendwie hin. So. Ja, das war vorhin auch so, bis ich den richtig sitzen hatte. Kam ich da dann recht leicht ran. Nur hier, ach, das sitzt eigentlich gut. Das sitzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bis ich drehen und dann ist gut. So sollte ich noch ein bisschen kommen. So. Das seht ihr jetzt nicht, glaube ich. Aber. Wie soll die das sehen? Naja, wenn sie genau hingucken würde, weißt du. Schräg davor sitze. Ja, das habe ich schon fast. Das ist noch ein bisschen. Ich sehe selber nichts, ihr Leute. Die nimmt mir das ganze Licht weg. Jetzt nehme ich auch schon mal das Licht weg. So. Ich sehe es jetzt auch nicht. Das ist halt scheiße. Ich auch irgendwann nachlassen. Jetzt weißt du, warum man nur eine Seite zeigt. Die andere Seite, dann hätte das ganze Video zu lange gedauert. Das ist wohl wahr. Komm, Auge, werdet klar jetzt langsam, das gibt's doch nicht. Jetzt blendest du deine Zuschauer. Ja. Die arme Menschen. Ich sehe den Ring nicht, das ist natürlich sehr blöd. Irgendwann ist immer Schluss mit der Auge. 2 Stunden Spiel. Der zeigt euch jetzt 2 Stunden lang, wie wir den Sicherungsring brauchen. So lange wird es dauern wahrscheinlich. Ja, jetzt sitzt er schon besser. Aber an dem Teil sind, glaube ich, schon viele, haben da mächtig Probleme gehabt, damit die irgendwie. Es ist ja eigentlich nicht schwer, du musst es nur richtig sehen. Einfach nur zusammendrücken. Ja, eben. Aber dadurch, dass ich jetzt noch ölige Finger habe, wie der Teufel. Wenn ich keine Lappen leisten kann. Ja, die kann ich mir schon leisten. Nur wenn man sie dreckig macht, hat man auch nichts davon. So seht ihr das wenigstens mal live und nicht wie bei der anderen. Das geht ja so einfach und so. Das ist ja eigentlich, man muss es halt richtig kriegen und ich krieg's im Moment nicht. So, guck, da ist er. So, jetzt ja, ein bisschen Stoßdämpfer ab. Schräubchen. Ja, wo ist dann das Werkzeug, was ich gar nicht brauche? Na je. Du musst nur das Ding in die hochheben. Was? Ja, ja, will ich ja. Ja, ja, nicht bei meinen öligen Fingern. Ach, das scheiß Licht hier. Ja, das ist das Licht, scheiße. Hier fällt mir gegenseitig übereinander. Ja, ja, das ist einfach scheiße hier. Das ist aber auch kacke, wenn du ölige Finger hast
und die Schrauben dann nicht runterkriegst. Aber die ist jetzt gleich ab. Und dann gucke ich mal, ob ich das genauso wieder rausziehe wie drüben, damit man das Lager da hinten nicht beschädigt. Die Schrauben sind jetzt erstmal scheißegal, die lasse ich jetzt mal. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir das rauskriegen. Ich war vorhin ein bisschen dummes Gefummel, weil es hängt nämlich immer noch am Lager da hinten. Und da muss ich immer das Licht nehmen. Ich blende euch, glaube ich, ne? So, mal gucken. Das Lager kommt. Das ist ein bisschen schwieriger wie drüben. Ich muss hier auch. Aber es kommt langsam. Ja, 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 ja. Orgasmus pur. Jetzt muss ich nur noch raus. Zum Stoß dann wir erst mal. So, da haben wir das gute Stück. Wow. Okay, man hat es gesehen. Ja, jetzt müssen wir erstmal kurz Päuschen machen. Ich muss das ganze Zeug mal ein bisschen auf die Seiträume dann stabilisieren und alles. Und dann kommt nämlich morgen, wenn ich Lust und Laune habe und mir gerade danach ist, vielleicht eventuell noch in diesem Jahr der Motor raus. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Ich mache keine Hektik mehr. Das ergibt keinen Sinn. Und so, da ist aufgebockt auf der Seite. Da musste ich natürlich erstmal ein paar Nachbarn fragen, freundliche Nachbarn, die mir da noch Wagenheber und alles organisiert hatten, weil ich hatte nicht alles. Ich wollte die eigentlich anders da hochstellen, aber es geht nicht. Und da ist es schon mal gut. Hier ist es genauso, da habe ich das jetzt ein bisschen anders da gemacht. Da ist jetzt ein Bock drunter und der Stein da oben geklemmt mit ein bisschen Holz drunter, damit sich nichts verbiegt. So muss jetzt halt mal eine ganze Zeit stehen bleiben. Mal gucken, wenn ich die Zeit habe, kommt dann morgen der Motor raus. Ich weiß es aber noch nicht, weil ich denke, ich habe auch noch ein bisschen Arbeit nebenbei. Und die kann ich jetzt nicht mehr schleifen lassen. Ich bin da schon viel zu lang drüber. Und der Motor dürfte eigentlich schnell raus sein. Hoffe ich mal. Ja, und wenn der draußen ist, kommt dann der richtige Spaß. Zerlegen. Das wird heftig. Aber gut, geht nicht, gibt's nicht. Irgendwie muss es gehen. Ja, dann sage ich mal, wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und dann sehen wir uns eventuell morgen wieder, wenn ich dann weiter hier am Rumfluchen und am Basteln bin. Ja, dann macht's mal gut und bis morgen.